Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr hier seid und so fleißig Deutsch lernt. Genau, ihr macht das wirklich toll. Heute ist Tag 114 unserer gemeinsamen Reise. Wahnsinn, oder? Absolut, die Zeit vergeht wirklich schnell. Und für heute haben wir uns ein sehr wichtiges Thema ausgesucht. Es geht um Kommunikation im Team. Richtig. Wir verbringen ja einen großen Teil unseres Lebens auf der Arbeit. Und da ist es extrem wichtig, wie wir mit unseren Kollegen sprechen. Oh ja, das stimmt. Deswegen lernen wir heute 15 wichtige Wörter, die ihr im Alltag oder im Beruf benutzen könnt. Und bevor wir starten, möchte ich euch noch kurz unsere Shadowing-Technik erklären. Ah ja, sehr gute Idee. Also Shadowing ist eine tolle Methode für eure Aussprache. Das Prinzip ist ganz einfach. Ihr müsst einfach genau zuhören, dann das Audio kurz pausieren und das Wort dann laut nachsprechen. Genau, laut nachsprechen ist der wichtigste Teil dabei. Richtig. So trainiert ihr nicht nur das Verstehen, sondern auch eure Zunge und eure Aussprache. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story, in der wir alle 15 Wörter noch einmal verwenden. Das hilft enorm beim Merken. Ja, das wird eine schöne kleine Geschichte aus dem echten Büroalltag. Okay, dann lass uns direkt starten. Das erste Wort für heute ist der Austausch. Genau. Der Austausch. Das ist ein Substantiv. Es bedeutet so viel wie ein gegenseitiger Wissensfluss. Man spricht miteinander und teilt Informationen. Auf Englisch sagt man dazu Exchange. Richtig, Exchange. Und ein gutes Beispiel dafür wäre, ein regelmäßiger Austausch vermeidet Fehler. Das ist ein super Satz. Ein regelmäßiger Austausch vermeidet Fehler. Ich finde, ja, Reden im Büro ist einfach unglaublich wichtig. Wenn man nicht spricht, weiß man nicht, was der andere macht. Absolut. Und das bringt uns direkt zu unserem zweiten Wort. Das ist nämlich die Atmosphäre. Ah, die Atmosphäre. Das bedeutet die Stimmung in einer Gruppe oder an einem Ort. Auf Englisch ist das Atmosphere. Ein Beispielsatz wäre hier, die Atmosphäre im Team ist sehr kollegial. Ja, die Atmosphäre im Team ist sehr kollegial. Das heißt, alle sind freundlich zueinander. Wenn die Atmosphäre schlecht ist, gehe ich morgens gar nicht gerne zur Arbeit. Das stimmt. Naja, das kennt wahrscheinlich jeder. Also, Wort Nummer 3 ist ein Verb. Und zwar zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, das ist ein langes Wort. Ja, aber sehr nützlich. Es bedeutet ganz einfach kooperieren. Auf Englisch sagt man to collaborate oder to work together. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir natürlich die Perfektform für die Vergangenheit. Richtig. Die Perfektform ist hat zusammengearbeitet. Hat zusammengearbeitet. Hast du da ein Beispiel für uns? Klar. Wir arbeiten seit Jahren gut zusammen. Das ist ein schöner Satz. Wir arbeiten seit Jahren gut zusammen. Ja. Und damit das klappt, braucht man unser viertes Wort. Lass mich raten. Ist es respektvoll? Ganz genau. Respektvoll. Das ist ein Adjektiv. Respektvoll bedeutet, dass man höflich und wertschätzend mit anderen umgeht. Auf Englisch sagt man respectful. Ein gutes Beispiel aus dem Berufsleben ist, ein respektvoller Umgang ist die Basis. Ein respektvoller Umgang ist die Basis. Weißt du, ein respektvoller Umgang verhindert ganz oft Konflikte. Selbst wenn man mal nicht einer Meinung ist. Da hast du völlig recht. Wenn man freundlich bleibt, ist alles viel einfacher. Gut, machen wir weiter mit Wort Nummer 5. Das ist das Feedback. Das Feedback. Das klingt sehr international. Ist es auch. Das Wort kommt aus dem Englischen. Es bedeutet Rückmeldung zur Leistung. Genau, auf Englisch ist es einfach Feedback. Wir benutzen das im Deutschen inzwischen fast immer genauso. Man sagt zwar auch Rückmeldung, aber Feedback ist im Büro extrem häufig. Und wenn wir Feedback geben, dann sollte das immer konstruktiv sein. Das ist unser 6. Wort. Konstruktiv. Das ist ein Adjektiv, es bedeutet, dass etwas aufbauend oder hilfreich ist. Auf Englisch heißt das constructive. Ein Beispielsatz dazu. Kritik sollte immer konstruktiv sein. Kritik sollte immer konstruktiv sein. Das bedeutet, man sagt nicht einfach nur, dass etwas schlecht ist, sondern man hilft auch, es besser zu machen. Richtig. Und dafür braucht man auch unser 7. Wort. Offen. Offen. Das ist wieder ein Adjektiv. Es bedeutet ehrlich und direkt. Genau. Auf Englisch sagt man open. Ich habe dazu einen schönen Satz aus der modernen Arbeitswelt. Wir pflegen eine offene Fehlerkultur.
Oh, das ist ein sehr guter Satz. Wir pflegen eine offene Fehlerkultur. Das heißt einfach, man darf Fehler machen und offen darüber sprechen, ohne Angst zu haben. Das ist so wichtig für ein gutes Team. Wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Folge. Genau, das hilft uns wirklich sehr, diesen Podcast für euch weiterzumachen. Okay, wir sind bei der Hälfte. Lass uns weitermachen mit Wort Nummer 8. Das ist ein Verb. Informieren. Informieren. Das bedeutet, jemanden in Kenntnis setzen. Man gibt jemandem eine Information. Auf Englisch heißt das to inform. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir die Perfektform. Diese ist, hat informiert. Hat informiert. Ein gutes Beispiel für den Büroalltag ist, wir informieren die Kollegen per E-Mail. Ja, wir informieren die Kollegen per E-Mail. Obwohl ich manchmal finde, dass es im Büro viel zu viele E-Mails gibt. Das stimmt allerdings, manchmal ist eine kurze mündliche Nachricht besser, besonders bei unserem nächsten Wort. Nummer 9. Die Anweisung. Genau. Die Anweisung ist ein Substantiv. Das ist eine klare Vorgabe oder ein Befehl von einer Person, die oft der Chef oder die Chefin ist. Auf Englisch sagt man dazu Instruction. Hast du da einen guten Satz für uns? Ja. Bitte warten Sie auf die Anweisungen. Bitte warten Sie auf die Anweisungen. Das hört man oft, wenn ein neues Projekt startet. Und wenn der Chef eine Anweisung gibt, dann muss diese natürlich deutlich sein. Da sind wir schon bei Wort Nummer 10. Deutlich. Ein Adjektiv. Deutlich bedeutet klar verständlich. Auf Englisch clear. Ein gutes Beispiel, das Ziel wurde deutlich formuliert. Das Ziel wurde deutlich formuliert. Das bedeutet, jeder hat genau verstanden, was zu tun ist. Genau. Das verhindert Missverständnisse und es hilft auch bei unserem 11. Wort. Lass uns mal schauen. Das 11. Wort ist einheitlich. Einheitlich. Das ist auch ein Adjektiv. Es bedeutet überall gleich oder gemeinsam. Auf Englisch übersetzen wir das mit uniform oder consistent. Ein Beispiel aus der Praxis. Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen. Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen. Das heißt, alle im Team machen die Aufgabe auf die gleiche Art und Weise. Das spart sehr viel Zeit. Aber manchmal gibt es trotzdem Probleme. Oh ja. Und dann sind wir bei Wort Nummer 12, die Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung, das ist ein langes deutsches Wort. Das stimmt. Es bedeutet eine ernsthafte Diskussion oder ein Streit. Auf Englisch Argument oder Debate. Ein Beispiel, es gab eine fachliche Auseinandersetzung. Es gab eine fachliche Auseinandersetzung. Dazu muss ich kurz sagen, Streit im Team ist völlig normal. Wenn er professionell bleibt, ist so eine Auseinandersetzung sogar sehr wichtig, um gute Lösungen zu finden. Ja, man darf nur nicht persönlich werden. Man muss bei der Sache bleiben. Genau. Und das passende Verb dazu ist unser Wort Nummer 13, sich auseinandersetzen. Sich auseinandersetzen, das bedeutet, sich intensiv mit einem Thema beschäftigen. Auf Englisch to deal with. Die Perfektform ist hier wichtig, hat sich auseinandergesetzt. Hat sich auseinandergesetzt. Ich habe hier ein Beispiel. Wir müssen uns mit der Kritik auseinandersetzen. Wir müssen uns mit der Kritik auseinandersetzen. Das heißt, wir ignorieren die Kritik nicht, sondern wir denken darüber nach. Richtig. Und wenn zwei Kollegen sich streiten und keine Lösung finden, dann braucht man oft Wort Nummer 14. Das Verb vermitteln. Vermitteln bedeutet hier, bei einem Streit helfen, einen Kompromiss zu finden. Es kann auch bedeuten, Wissen weiterzugeben. Auf Englisch sagt man to mediate oder to convey. Die Perfektform ist, hat vermittelt. Hat vermittelt. Ein Alltagsbeispiel wäre, wenn ein Chef manchmal zwischen zwei Kollegen vermitteln muss, weil sie sich einfach nicht einigen können. Ja, das ist oft die Aufgabe einer Führungskraft. Und unser letztes Wort für heute, Nummer 15, zeigt, was am Ende wichtig ist. Das Verb beitragen. Beitragen, das bedeutet seinen Teil leisten. Auf Englisch to contribute. Die Perfektform lautet, Hat beigetragen. hat beigetragen. Ein schöner Satz dazu ist, Jeder kann zum Teamerfolg beitragen. jeder kann zum Teamerfolg beitragen. Das stimmt absolut. Jeder hat seine Stärken. Genau. Puh, das waren jetzt 15 wirklich wichtige Wörter. Ja, und jetzt wird es spannend. Wir haben ja am Anfang versprochen, dass wir eine kleine Geschichte erzählen. Genau, unsere Mini-Story. Hier hört ihr jetzt alle 15 Wörter im Zusammenhang. Hört genau zu. Stell dir vor, wir haben zwei Kollegen, Anna und Lukas. Die beiden arbeiten an einem sehr wichtigen Projekt für ihre Firma.
Normalerweise arbeiten sie wirklich gut zusammen. Und auch die Atmosphäre im ganzen Büro ist normalerweise super. Das stimmt. Sie haben eigentlich täglich einen regen Austausch über ihre Aufgaben. Aber eines Tages macht Lukas einen Fehler. Er gibt eine neue Anweisung direkt an das Team weiter, ohne Anna vorher darüber zu informieren. Daraufhin kommt es natürlich zu einer fachlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Anna ist gar nicht glücklich darüber. Aber sie bleibt professionell. Sie gibt Lukas ein sehr offenes und vor allem konstruktives Feedback zu seinem Verhalten. Sie macht ihm im Gespräch ganz deutlich, dass sie im Projekt unbedingt ein einheitliches Vorgehen brauchen, sonst weiß niemand im Team mehr, was richtig ist. Lukas hört ihr zu. Er muss sich nun intensiv mit seinem Fehler und Annas Worten auseinandersetzen. Er merkt, dass er zu schnell gehandelt hat. Zum Glück kommt die Abteilungsleiterin dazu. Sie merkt, dass die Luft etwas brennt und vermittelt ruhig zwischen den beiden Kollegen. Das hilft sehr. Am Ende einigen sich Anna und Lukas darauf, in Zukunft wieder absolut respektvoll miteinander zu reden. Genau. Denn nur so können am Ende wieder beide positiv zum Erfolg des Projekts beitragen. Eine wirklich typische Geschichte aus dem Arbeitsleben. Missverständnisse passieren eben. Ja, aber man kann sie lösen, wenn man gut kommuniziert. So, damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Das ist eine tolle Hausaufgabe für euch. Ja, probiert es aus. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das freut uns sehr. Morgen sprechen wir über ein neues Thema: Achtsamkeit.